Heute gibt es ein Video mit richtigen Tigersound. Willkommen in der Notenplötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, was passt perfekt zu einem schnurrenden Tigermotor? Natürlich, indem ich euch einen Tiger vorstelle. Hier im Review die 2480A, den Tiger, das Sonder-Kfz 182 und nicht irgendein Tiger, sondern den Tiger 2 in der P-Version mit dem Porsche-Turm, im Volksmund auch Königstiger genannt. Freunde, kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann kann ich euch die interessante Kobi-Versionsgeschichte der Königstiger erzählen und natürlich gucken wir uns den Inhalt des Kartons an und hören alle Daten und Fakten zum historischen Vorbild. Also Freunde, Luken auf, einsteigen, kommt mit mir auf den Bautisch. Aus meiner Kobi Classic Serie hier auf dem Bautisch. Schon eine Olympiade alt. Ihr wisst, das ist die Zeit zwischen zwei Olympischen Sommerspielen. 4 Jahre ist es her. Das Set aus 2020, die 2480A. 630 Steinchen und 3 Minifiguren. Das Sonder-Kfz 182, den Königstiger bzw. den Tiger 2P aus der World War II Serie der Historical Collection. Schauen wir uns gleich mal die Rückseite an. 630 Steinchen ist es ja schwer, unser zweifarbiger Tiger 2. Wir haben hier Originalfotos. Wir sehen, wir können die Luken öffnen, sowohl unten und auf dem Turm. Wir können die Hauptbewaffnung schwenken und das ganze Fahrzeug wird 35 cm lang und 12 cm hoch. Hier sehen wir unseren Richtschützen, wir haben den Panzerkommandanten und wir haben einen deutschen Grenadier sowie beiliegend ein MG34, eine Luger und das Sturmgewehr 44 sowie die Fakten, die ihr ja gleich sowieso bei den Folien bekommt. Ich bin ganz gespannt, was dieses 4 Jahre alte Set zu bieten hat. Ihr habt euch ja immer wieder in den Kommentaren einen Königstiger gewünscht. Jetzt habt ihr ihn. Jetzt lasst uns zusammen in den Karton schauen. Da haben wir den Inhalt auf den Bautisch, Freunde. Wir haben 3 Tüten, die Tüte 2, die Tüte 1, die pickepacke voll ist und eine nicht so volle Tüte 3. Alles voller toller Kobi-Steine. Ich packe die Tüten mal kurz an die Seite. Wir haben hier noch 2 10x16er Plates im schönen Schwarz sowie eine Anleitung in DIN A4, Klammer gebunden. Wir sehen gleich, die Altersempfehlung für das Set ist ab 8 Jahren. Wir haben natürlich keine Aufkleber hier und wir bauen wie folgt. Wir fangen mit der Tüte 1 an, reißen die auf, machen uns Häufchen, sortieren das nach Farben, Formen, wie auch immer ihr das wollt. Ich mache halt immer meine kleinen Häufchen hier, wie Platz ist. Da bauen wir drauf los, gleich hier auch mit unserem ersten schwarzen großen Plates. Das ist der erste Bauschritt und der ist immer farblich der aktuelle. Ihr seht es, hier werden dann schon Achsen aufgesetzt und der erste ist dann ausgegraut. Das zieht sich durch. In diesen Rechtecken sehen wir immer, welche Steine wir brauchen und Pfeile weisen uns den Weg, beziehungsweise haben wir so kleine Erklärungen, wie oft wir etwas bauen sollen und wir haben auch Anlegehilfen. Hier zum Beispiel sehen wir, dass wir eine flache Fliese brauchen, eine 1x2er Fliese. Hier 1:1 heißt, dass ihr halt ihr anlegen könnt, weil es genau die Größe ist. Und wir haben so kleine Legenden, damit wir auch sehen, welchen Winkel, welcher Slope wir wie, wo, was benutzen. Und fertig sind wir dann mit unserem Tiger 2 am Baustep 124, wenn wir den Turm aufklemmen. Letzte Seite dann hier die Karte zum Ausschneiden für das Kobi Tabletop Game. Hier oben sehen wir es, www.kobigames.com. Ich finde es immer schade, dass sie bei den Sets, die diese Karten haben, jetzt immer so und auch ab damals schon zum Rausschneiden war. Das sage ich in jedem Video, gefällt mir gar nicht. Und natürlich ein bisschen Werbung. Freunde, einige dieser Sets habe ich schon gebaut. Findet ihr hier oben auf dem i auf meiner Kobi Playlists. Und generell dieses Video wandert da auch hin. Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten, wenn ich diese 3 Tüten jetzt hier klemme zum Tiger 2.
Daher mir viel Spaß dabei und euch jetzt beim Lauschen der Fakten. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und natürlich müssen wir heute über das Sonder-Kfz 182 bzw. den Tiger 2 oder im Beamtendeutsch den Panzerkampfwagen 6 Tiger 2, nämlich den Königstiger sprechen. Der Tiger 2 war der größte Panzer des Zweiten Weltkrieges und wurde nur vom Jagdtiger übertroffen. Seine Panzerung und Bewaffnung waren jedem alliierten Panzer der damaligen Zeit überlegen. Er wurde aber zu spät und in zu kleiner Zahl hergestellt, um kriegsentscheidend zu sein. Die beste damals verfügbare 88 mm Kanone, die 71-kalibrige Kampfwagenkanone 43, hatte sich als zu groß für den Tiger I erwiesen. Also wurde ein neuer Panzer bestellt, der sie aufnehmen konnte, gleichzeitig eine bessere Panzerung haben und das Schlachtfeld durch seine schiere Größe dominieren sollte. Hitlers Motto „Größer ist besser" spielte mit Fortschreiten des Krieges eine wachsende Rolle in der Panzerentwicklung. Projekte wie der Tiger II, also der Königstiger, und zum Beispiel die 188 Tonnen schwere Maus waren ganz nach seinem Geschmack und bekamen trotz ihrer Unbrauchbarkeit, taktisch und Kostspieligkeit an Ressourcen schnell grünes Licht. Der Tiger II hatte nur wenig mit dem Tiger I gemein und erschien in mancher Hinsicht eher wie ein aufgewerteter, sogar aufgeblasener Panther. Die ersten 50 Exemplare hatten einen Turm von Porsche, der aber abgelehnt wurde, da er eine Schussfalle darstellte. Die späteren Fahrzeuge hatten einen Turm von Henschel mit einer massiven 188 mm Panzerung vorn an der Spitze und fast 155 mm vorn an der Wanne. Leider war die damalige Stahlqualität zum Ende des Krieges nicht so, dass diese massive Panzerung wirklich etwas geleistet hat. Oft kam es zu kleinen Haarrissen und das Fahrzeug war dann doch nach einiger Zeit unbrauchbar. Hauptsächlich lag dies an Rohstoffmangel mit Fortschreiten des Krieges und somit wurde die Stahlqualität immer schlechter. Es gab sogar Splitterwirkungen im Innenraum, die die Besatzung verletzten. Insgesamt verließen ca. 492 Tiger II 1944 im Januar und März 1945 die Fabrik. Die Panzer wurden ausnahmsweise nicht gleich an die Front geschickt, sondern erst zu Trainingseinheiten, obwohl dadurch Kampfeinheiten bis zur Landung der Alliierten in der Normandie nicht voll ausgerüstet waren. Die meisten gingen an unabhängige Panzersonderkommandos der Wehrmacht und der SS und sorgten für viel Aufsehen in der Ardennenoffensive, bis ihnen, wie bei vielen anderen Panzern zur damaligen Zeit in der Ardennenoffensive, der Treibstoff ausging. Die meisten großen Panzer erlitten dasselbe Schicksal. Die, die nach Panne nicht aufgegeben wurden, wurden Opfer ihrer Komplexität. Einige wurden durch Luftangriffe zerstört und einige wenige, man glaubt es gar nicht, auch durch feindliche Panzer. Die Tiger II litten unter den typischen deutschen Problemen bei schweren Panzern, nämlich die Untermotorisierung. Es wurden zwar zwei verschiedene Maybach-Motoren eingebaut, diese waren aber eigentlich für das viel zu schwere Fahrzeug zu schwach. An der Westfront war der Tiger aufgrund technischer Defekte und Benzinmangel, zum Beispiel in der Operation Wacht am Rhein, der Ardennenoffensive, nicht so erfolgreich. Es sollten um die 90 Königstiger eingesetzt werden. Diese Zahl wurde nicht ganz erreicht und viele wurden durch Luftangriffe oder halt durch Benzinmangel zerstört bzw. aufgegeben. Erfolgreicher waren die Königstiger an der Ostfront. Hier zum Beispiel bei der Operation rund um Budapest vernichteten die schweren Panzer der 503. Schweren Panzerabteilung 121 sowjetische Panzer, 244 Panzerabwehrgeschütze, 5 Flugzeuge und einen Zug, während sie nur 25 Tiger II verloren. Trotzdem hatte der Königstiger das beste Abschussverhältnis aller Panzer des Zweiten Weltkrieges. Ja, Freunde, das war es bis hierhin. Das waren die Fakten zum Tiger II bzw. Königstiger. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Klemmbaustein-Review des Kobi-Set 2480A unseres Tiger IIs P. P steht hier natürlich, das habt ihr schon gewusst und auch durch meinen Text gehört, für den Porsche Turm. Freunde, jetzt wie gesagt viel Spaß und erschreckt euch nicht, wie viele Versionen es von Kobi zum Königstiger schon gab. Das erfahrt ihr gleich. Also Freunde, viel Spaß.
Nach 1 Stunde und 45 Minuten steht er da, unser Königstiger, unser Sonder-Kfz 182, der Tiger 2P mit dem Porsche-Entwurfsturm. Das Kobiset 2480 Anton aus 2019 mit 630 Steinchen und 3 Minifiguren. Und rechts im Bild seht ihr das von mir schon vorgestellte Set eines Königstigers 2, das, wen wundert es, auch die 2480 hat, nämlich hier unsere Version aus 2015. Was die vielen Versionen der Königstiger, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es eigentlich der Tiger 2 war, angeht, ist das bei Kobi ein bisschen kompliziert, beziehungsweise gibt es sehr viele. Es gab schon 2014 einen Königstiger, nämlich die 2460. Dann 2050 den besagten 2480. Dann 2019 zwei Versionen hier unserer 2480 Anton sowie den großen 1000 Teile schweren Königstiger aus 2020, die 2540 bzw. die 2530 in der Limited Edition. Diese beiden Fahrzeuge werde ich euch auch nochmal vorstellen. Bei der Limited Edition habe ich sogar eine sehr, sehr niedrige Nummer. Sprechen wir aber heute hier über unsere beiden Fahrzeuge aus 2015 bzw. 2019. Hier haben wir bei beiden drei Figuren. Wir haben hier 600 Steine, da haben wir 630 Steine. Lustigerweise haben die beide den gleichen Preis gehabt, so um die 34, 35 Euro. Wenn ihr das Review zu dem Set hier sehen wollt, müsst ihr einfach hier oben auf dem i klicken auf meiner berühmten Kobi Playlist, da findet ihr auch dieses Fahrzeug. Ich wollte es euch nur einmal gegenüberstellen, weil sie A fast die gleiche Nummer haben, das A ja immer quasi für eine Abänderung steht im gleichen Modellkontext, wobei ihr schon sehen könnt, wir haben hier ein dreitarnfarbiges Fahrzeug und dann haben wir hier ein zweitarnfarbiges Fahrzeug mit einer Weiterentwicklung, die wir eigentlich heute schon sehen, nämlich wenn es um die Schürzen geht. Hier haben wir andere Bautechniken als noch da. Zeige ich euch aber gleich. Ich kann euch sagen, was die Anleitung angeht, alles ganz easy, hat Spaß gemacht zu bauen. Einzig ist halt der Punkt mit den Schürzen, den ich euch noch zeigen will, den wir mittlerweile ja auch kennen bei Fahrzeugen wie den Jagdtiger. Da haben wir auch solche Aufhängungen mit solchen, ja, ich nenne es mal Bolzen, die wir dann in offene einmal Einsersteine packen. Aber das schauen wir uns gleich an. Da haben wir diesen einmal Einserstein. So, Anleitung widerspenstig, ist ja schon ein bisschen älter. Hier so eine Bolzenzapfentechnik, wie gesagt, die Kobi jetzt ja auch wieder anwendet. Ich packe die Anleitung mal kurz zur Seite. Natürlich haben wir hier ältere Fahrzeuge und dementsprechend auch etwas kantigeres Design. Ich habe mich aber auch bewusst dazu entschieden, euch nochmal hier auch die ältere Version aus 2015 zu zeigen, weil man hier auch nochmal gut den Unterschied zwischen Porsche-Turm und Henschel-Turm, so heißt es ja im Volksmund, heißt bzw. sieht. Man sieht nämlich hier beim Porsche-Turm, dass wir einen runderen Turm hier an der Front haben, ganz gut, während wir hier beim Henschel-Turm eine gerade Kante haben mit dann einem gegossenen Überlauf vom Turm. Das wollte ich euch nur mal ganz kurz zeigen. Ich drehe mal kurz dieses Fahrzeug hier von hinten so ein bisschen, dann kann man es nämlich gleich sehen, während ich hier euch das andere Fahrzeug präsentiere. Ja, wir haben ein paar Steinchen über. Ich habe sogar eine 2x3er Plate in schwarz über. Ich weiß gar nicht, wo ich die vergessen habe. Hier ist sie drinne. Ist ja nicht verkehrt, wenn man ein bisschen Steinchen über hat. Und auch diese C-Claims ist immer cool, wenn man die über hat. Und ich sehe gerade, ich muss mir mal eine andere Tüte besorgen, weil hier ist ein Loch drinne, ein Lüftungsloch, was bei Bügelperlen bei Kobi immer blöd ist. Naja, aber ich wollte es euch zeigen. Was wir natürlich noch dabei haben, sind zwei Kartuschen für Granaten. Warum, zeige ich euch gleich. Das ist dieses typische Kobi hier in diesem Kobi Pearl Gold, nenne ich es mal. Wir haben die dabei, weil wir bei diesem Fahrzeug ja auch Munition zuführen können bzw. auswerfen können, wie in echt. Gucken wir uns aber erst die Figuren an. Wir haben nämlich hier drei Figuren. Einmal unseren Grenadier mit brauner Splittertarn-Uniform mit seinem Koppeltragegestell und dem Sturmgewehr 44, schwarze Hose, dieses typische Gesicht der alten Kobi-Figuren und
von hinten nicht bedruckt mit dieser braunen Tarnung. Dann haben wir hier unseren Panzer Richtschützen, so heißt es auf der, beziehungsweise Tank Gunner heißt es auf dem Karton. Hier mit dieser roten typischen Kobi-Markierung. Die Kamera muss ein bisschen scharf machen da. Hat sogar ein Abzeichen, hat ein 3-Tage-Bart und hat eine berühmte P08, eine Luger. Eine grüne Hose und eine M43 in schwarz. Die habe ich auch, die müsste ich auch mal wieder für Videos rausholen. So, die Kamera kann unscharf bleiben, denn wichtig ist, dass sich jetzt hier unseren Panzerkommandanten scharf stellt mit Dienstglas, mit Bedruckung, auch hier rote bzw. rosa Litzen, und er hat ein freundlicheres Gesicht, große weiße Pupillen mit schwarzem Hintergrund, ja, ja, und von hinten dann auch alles schwarz, und auch hier gehen die Schuhe wieder in die Hose über. Jetzt können wir aber scharf schalten hier unsere Kamera, während ihr rechts noch auch mal die Originalbilder zu den Figuren gesehen habt. Das mache ich ja immer ganz gut, damit ihr euch auch mal ein bisschen Bild machen könnt von den Figuren zu der Zeichnung von Kobi. Schauen wir uns jetzt unser Fahrzeug hier an. Ich kann euch sagen, es rollt sehr gut. Sehr, sehr gut, auch wenn ich natürlich hier auf meinem sehr glatten Untergrund nicht die gute Fahrbasis habe. Was mir sehr gut gefällt bei diesem Fahrzeug, ist alleine natürlich der Porsche-Turm, die Rundungen. Wir haben hier ein Flak-MG, beziehungsweise auch ein MG zur Nahunterstützung. Und ich habe euch ja bei den Fakten gesagt, dass diese Fahrzeuge sogar im Rahmen der Offensive, ich glaube Plattensee-Offensive oder Operation, so hieß es ja, um Budapest auch 5 Flugzeuge abgeschossen haben. Was ich euch zeigen will, ist natürlich hier einmal, hups, wenn wir da Rohrkollidieren haben, hinten diese Klappe, die auch bedruckt ist, die ich ganz cool finde, mit einem Hinge, wo wir hier unsere Munition ausführen oder ja, einführen können, wie auch immer wir das wollen. Ich habe sie auch hier für die Zukunft, packe ich sie einfach da rein, dann fliegt es nicht rum. Wir haben, und das habt ihr ja sicherlich schon gesehen, viele Drucke vorne hier, die für die Munition und für die Sicht am Turm. Wir haben hier unser Balkenkreuz, unsere 242. Da habe ich allerdings nichts gefunden, wo ein Königstiger bzw. Tiger 2 mit einer 242 zugeordnet war. Da es ein Porsche-Turm ist, gehe ich mal schon aus, dass dieses Fahrzeug vielleicht im Westen bei der Wacht am Rhein eingesetzt wurde. Wenn ihr mehr wisst über einen Königstiger mit 242, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, dann haben wir Drucke hier, nämlich die Lüftungen für den Motorbereich, die Klappe, die ich euch schon gesagt habe, und auch hier wieder die 242 und das Balkenkreuz. Was ich cool finde, ist hier, aber es geht sehr, sehr schwer aufzumachen. Man braucht Fingernägel, und ich habe so ein bisschen die Klappe jetzt auch so offen gelassen, dass wir hier in den Motorraum reingucken können. Wir haben zwar dieses typische Motorformteil von Kobi aus den frühen Jahren in diesem Flat Silver, aber wir haben 2 verbaut, das finde ich ganz cool. Und trotzdem haben wir ja hier Lüftungen, Drucke und alles so herumgebaut, dass es ein bisschen nach mehr Motor aussieht. So, wir können es jetzt hier wieder richtig zuklappen. Dass es jetzt hier so raschelt, liegt natürlich an der Munition. Hinten schön gelöst hier diese typische Tiger 2 Abgasanlage. Wir sehen ein paar Noppen, das gefällt mir. Wir haben hier einen Schlauch als Stahlträger und wir haben hier den Turm, wie ich euch gesagt habe, mit den Drucken. Da haben wir die graue Mündungsbremse, so haben wir sie, und den Turm bzw. das Rohr auch in Tarnung. Hier ist diese Zapfentechnik, die wollte ich euch zeigen. Auch ein bisschen am Wackeln, aber hier hält sie besser als bei mir. Bei späteren Modellen könnt ihr euch vielleicht erinnern, sie hält sogar so gut, seht ihr, dass ich es gar nicht so einfach rausziehen kann. Aber ich zeige es euch hier, da ist diese Zapfentechnik. Die finde ich ganz cool, weil so kriegt man diese schräge Geschichte hin. Und das, obwohl wir hier unten ja auch wieder typisch Kobi einen schwarzen massiven Block haben für die Räderaufhängung. Das gefällt mir. Cool ist allerdings, dass wir graue Ketten haben und dass die Unterbau unseres Rades hier vorne schwarz ist. So sieht das halt auch massiv nach einem großen Rad aus. Auch haben wir so ein bisschen diese Form mit diesem kleinen Antriebsrad. Das passt eigentlich ganz gut. Das ist ja diese typische Form, die so ein Tiger 2 hatte. Immer so ein bisschen, ja, schräg sieht es auf jeden Fall aus mit durchhängender Kette. Von unten habe ich euch gesagt, diese schöne schwarze massive Block, diese Plates, die man am Anfang ja auch sieht, die mir beim Unboxing ja gleich entgegengeflogen sind. Ich finde das cool, dass man hier damals bei diesen Bautechniken so schöne massive schwarze Blöcke gebaut hat. Immer wieder finde ich das cool, weil es mich so ein bisschen an meine alte Kindheit erinnert mit den großen Steinen von Lego zum Beispiel. Ja, hier einen Stab.
Hier haben wir noch eine ganz Besonderheit, das finde ich immer cool, dass Kubi hier auch schon diese Luken hat, die man so öffnen kann. Ob man eine Figur reinkriegt, weiß ich nicht, glaube nicht. Das passt nicht so gut. Kann man nur so ein bisschen so faken. Ich kann es ja mal schauen. Ne? Man kann es ein bisschen so rausgucken lassen. Ne? Ja, wem es gefällt. Dann unser MG, sehr groß. Wir haben hier ein Fahrtlicht. Wir haben hier die Stoßdämpfer. Ich wollte gerade Kotflügel sein, aber die Schmutzabweiser, das wollte ich euch sagen. Und wir haben hier natürlich mit Slopes diese Turmform. Und wie gesagt, mir gefällt das, dass man hier noch ein paar Noppen sieht und dass wir hier quasi mit diesen, ich nenne es Basic-Steinen, diese runde Turmform hinbekommen hat. Die Evolution bei Kubi ist da ja weitergegangen und wie gesagt, freuen wir uns auf die Reviews, die hier noch kommen zur 2539 und 2540. Ja, das ist unser Tiger 2 aus 2019. Alles mit Hinges hier gelöst. Wir machen noch mal kurz einen kleinen Vergleich. Welcher euch besser gefällt, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde, dieses Fahrzeug wirkt etwas massiver und bulliger. Das hier kommt dem Original dann schon irgendwie näher. Ich mache noch mal ganz kurz hier so die Seite. Wir sehen auch, hier haben wir sehr große Lücken. Das haben wir hier nicht. Da wirkt das Fahrwerk schon irgendwie ein bisschen mehr ausgereifter. Auch wenn wir hier natürlich ein cooles Abzeichen haben einer schweren Panzerabteilung. Dann noch mal kurz von vorne. Und auch da, finde ich, wirkt unsere 2019er Version viel, viel besser, realistischer, schlanker. Und dann machen wir noch einmal die Seite. Und dann entlasse ich euch, Freunde, in die Detailfotos, die ihr alle nochmal zum Set 2480a bekommt. Und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen und immer an dieser Stelle, wenn ihr meine Videos kennt, gibt es Detailbilder für euch, damit ihr euch selber einen Eindruck von diesem Set verschaffen könnt. Und um es nochmal komplizierter zu machen, als es sowieso schon ist, dieses Set ist zwar von 2020, ist aber auch 2019 auf dem Markt gewesen und ihr habt es vielleicht vorhin gesehen, als ich euch die Grafiken eingeblendet habe. Es gab von der 2480 zwei Versionen, einmal die mit Henschel-Turm und dann die an diese Version angelegte mit Porsche-Turm. Alles kompliziert, Kubi und seine Versionen, da sind sie heute etwas besser aufgestellt. Das könnt ihr alles übrigens nachschauen auf www.kubipedia.com. Unsere Webseite, die wir pflegen, in denen ihr alle Kubi-Sets einmal nachschauen könnt. Natürlich nicht alle, aber ich sag mal so aus dem Bauch heraus, 99,9% aller Sets, die es von Kubi gibt, haben wir dort eingepflegt. Und auch ein paar, die ihr gar nicht so auf dem Schirm habt. Und da kann ich euch versprechen, die wird es auch demnächst auf meinem Kanal geben. Nix, was mit Militär zu tun hat. Kubi hat da ja auch noch andere Serien. Freut euch drauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten in der Videobeschreibung vorbeischaut. Da findet ihr nämlich den Link zu Kubipedia und auch zu unserer großen Facebook-Gruppe, die Kubi-Freunde Gär, die größte mit auf Facebook rund um das Thema Kubi. Vielleicht sehen wir uns da ja, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als meine Katze nach der Fütterungszeit gleich einen neuen Napf voll haben möchte. Fressdemenz heißt das, glaube ich. Kenne ich irgendwoher. Egal, Freunde, es hat mir richtig Spaß gemacht für euch hier diesen Königstiger, diesen Tiger 2 zu präsentieren. Und ich kann euch sagen, jetzt, wo wir dieses Set hier präsentiert, reviewed haben, gibt es auch bald auf meinem Kanal das 1000 Teile Monstrum beziehungsweise die Limited Edition hierzu. Bleibt gespannt. Ihr wisst, mir macht es immer Spaß, Videos zu drehen und zu schneiden. Für euch, für mich. Deswegen habe ich auch hier, wie versprochen, nochmal die Feldmütze M43 in schwarz in den Panzerfarben mir auf den Kopf platziert. Ja, und während ich hier labere, schneide ich wahrscheinlich für euch schon das nächste Video. Schreibt mir eure Meinung aber zu diesem Set bitte unten in die Kommentare. Schaut gerne mal vorbei. Ich habe da die Tigerfibel verlinkt, sowie einen Kanal, den ich euch nur empfehlen kann. Das ist nämlich Barkhaft, das ist gelebte Geschichte. Ich mache das ja hier sehr hobbyhaft. Der liebe Sascha und sein Team machen das richtig professionell. Also wenn ihr nochmal alles über den Königstiger und die Geschichten der Soldaten in diesen Fahrzeugen hören wollt, schaut auch einfach bitte unten vorbei und besucht den lieben Sascha mal und lasst einen lieben Gruß von mir in seinen Kommentaren da. In diesem Sinne, Freunde, bei einem Panzer verbleiben wir wie immer. Gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.